Hi, bei mir geht es heute um das Valimax 50mm T1.5 VD-SLR Objektiv und eins kann ich schon mal vorwegnehmen, dieses Objektiv hat mich echt umgehauen. Warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wofür braucht man 50mm Objektive überhaupt? 50mm Objektive sind so ziemlich die beliebtesten Objektive überhaupt. Das liegt daran, dass 50mm Objektive von der Bildwirkung her dem menschlichen Auge am nächsten kommen. Das heißt, Verzerrungen und Abstände von verschiedenen Objekten wirken ganz genauso wie auch mit dem menschlichen Auge. Ja, die Objektive hier eignen sich perfekt für Porträts oder Menschenfotografie, eben weil die Bildwirkung sehr natürlich ist. An APS-C-Sensoren habt ihr da ungefähr den Bildwinkel von einem 75 bis 80mm Objektiv, was ja ungefähr dieser klassischen Porträtbrennweite 85mm nahe kommt. Und an Vollformatkameras habt ihr eben die echten 50mm und auch die eignen sich perfekt für Menschenfotografie, für Porträts und so weiter. So, jetzt kommen wir mal direkt zu dem Objektiv selbst. Was erstmal auffällt, ist, dass das Objektiv extrem schwer und groß ist für ein 50mm Objektiv. Ich habe mir hier zum Vergleich mein Minolta 50mm 1.8 Objektiv und man sieht ganz klar, das Valimax Objektiv ist viel größer. Im Vergleich zu anderen Valimax Objektiven ist das Objektiv aber immer noch relativ klein. Mich persönlich stellen die Größe und das Gewicht aber überhaupt nicht, denn ich filme ja sehr viel Freihand und beim Freihandfilmen ist es wichtig, viel Gewicht dabei zu haben, damit man möglichst wenig zittert. Die Größe stört mich auch nicht und ist sogar notwendig, denn das Objektiv ist ja konzipiert worden, um an Schulterstativen mit einem Follow-Fokus zum Beispiel verwendet zu werden. Und wenn es noch kleiner wäre, wäre es echt schwer gewesen, so einen Follow-Fokus da dran zu befestigen. Denn an Schulterstativen mit so einem Follow-Fokus brauchen Objektive eine gewisse Mindestgröße, um gut zu funktionieren. Ja, die Verarbeitung an sich ist, wie man das von Valimax gewohnt ist, extrem solide und stabil. Da gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Das Einzige, was mich sehr stört, ist der Fokusring. Und zwar ist der im Vergleich zum 14mm und zum 35mm Objektiv sehr schwergängig. Das heißt, man muss relativ viel Kraft aufwenden und ich fand es fast schon ein bisschen anstrengend, damit zu fokussieren aus der Hand. Am Schulterstativ mit dem Follow-Fokus hat mich das jetzt aber gar nicht gestört. Also da spürt man das nicht, dass es so schwergängig ist. Das Wichtigste bei so einem Objektiv ist natürlich die Bildqualität und was die Schärfe angeht, hat mich das Objektiv komplett umgehauen. Mein bisheriger Schärfestandard für so Objektive war das Valimax 35mm Objektiv, was ja auch so mein Lieblingsobjektiv ist. Und das 50mm Objektiv setzt hier aber echt nochmal einen drauf, also ist extrem scharf. Ich habe euch in der Videobeschreibung mein Video von Christopher Frost verlinkt. Der hat so einen Vergleich zwischen 10 50mm Objektiven gemacht und er sagt, dass dieses Objektiv hier schärfer ist als das Canon 50mm 1.2L Objektiv, was schon mal eine Ansage ist. Das einzige Objektiv, was bei diesem Test noch schärfer abgeschnitten hat, war das Sigma 50mm 1.4 Art Objektiv. Das kostet aber nochmal 200 bis 300 Euro mehr als dieses Objektiv hier. Und auch das Bokeh von diesem Objektiv ist extrem schön und smooth. Das hat also 8 Blendenlamellen und das sorgt für extrem rundes und schönes weiches Bokeh. Ich habe vor einigen Wochen auf meinem Blog so ein paar Testfotos hochgeladen, die alle offenblendig gemacht worden sind. Und da habe ich auch schon oft zu hören bekommen, dass das Bokeh einfach extrem schön ist. Den Link zu meinem Blog mit den Bildern habe ich euch unten verlinkt. Das Einzige, womit das Objektiv so ein bisschen zu kämpfen hat, sind chromatische Aberrationen. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, sind diese lila und grünen Farbsäume, die besonders bei extrem kontrastreichen Motiven entstehen. Das ist bei Offenblende halt so ein bisschen vorhanden. Wenn man so ein bisschen abblendet auf Blende 2 oder Blende 2.8, dann verschwinden diese chromatischen Aberrationen auch. Also das war bei diesem Objektiv hier voll im Rahmen und nicht übertrieben oder stärker als bei anderen Objektiven. Die nächste Sache, die ich jetzt anspreche, ist ein bisschen subjektiver und zwar geht es um die Farben, die dieses Objektiv produziert. Viele Leute wissen nicht, dass ein Objektiv auch dazu beiträgt, wie Farben auf den Sensor kommen von der Kamera. Von den Farben her hat mir das also noch besser gefallen als das 35mm Objektiv oder das 14mm Objektiv von Valimax. Ist aber wie gesagt eine subjektive Sache. Mir haben die Farben sehr gut gefallen. Unterm Strich muss man also zur Bildqualität sagen, tipptopp, es gibt nichts zu beanstanden, außer eben diese leichten chromatischen Aberrationen. Ein allgemeiner Kritikpunkt vom Objektiv könnte vielleicht der Preis für einige sein. Das Objektiv kostet 519 Euro UVP. Das gibt es ja noch in der Fotoversion ohne diese Zahngrenze hier für den Follow-Fokus, dann kostet es 419 Euro. Das heißt, es liegt damit so ein bisschen über dem 50mm 1.4 von Canon. Es ist aber gleichzeitig auch deutlich schärfer und es ist wie gesagt schärfer als das 50mm 1.2L Objektiv von Canon und kostet eben weniger als die Hälfte von diesem Objektiv. Von daher finde ich persönlich den Preis angemessen, obwohl es natürlich billigere 50mm Objektive mit 1.4er Blende gibt. So, dann komme ich jetzt auch schon zum Fazit von diesem Objektiv und ihr habt gemerkt, es gibt sehr wenig zu beanstanden. Also die Verarbeitung extrem gut, bisschen schwergängiger Fokusring, das wäre jetzt mein größter Kritikpunkt. Hervorragender Bildqualität, war das schärfste Objektiv, was ich hier testen durfte. Das heißt, ich bin echt traurig, dass ich das wieder zurückschicken muss, denn wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass das Ganze hier nur eine Leihgabe von Fotovalser war. Ich durfte das also 3 Monate lang testen und muss es bald wieder zurückschicken. Also alle, die ein extrem scharfes 50mm Objektiv suchen und die keinen Autofokus brauchen, denn das Objektiv ist ja komplett manuell, die sollten sich dieses Objektiv hier auf jeden Fall mal ansehen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!